Herzlich willkommen zu meinem Puppenkopf-Tutorial. Das ist der zweite Teil. Den ersten Teil findet ihr in meiner Kanalmediathek. Und wir starten heute mit dem Brustteil, also diesem unteren Teil hier. Und dazu müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen was von eurer Wolle abzupfen. Die sollte ca. so lang sein. Und dazu nehmt ihr einfach so ein bisschen von den Enden hier und zieht euch das raus. So, und das hier ist etwa so viel, wie ich haben möchte. Und jetzt rollt ihr euch den Schlauchverband nach oben und teilt eure Wolle der Mitte nach, also quasi von Ohr zu Ohr, also parallel zum Gesicht. Und dann schlagt ihr die Enden nach innen ein und zieht den Schlauchverband wieder drüber. Und jetzt braucht ihr ein Stück Abbindegarn und eure Puppennadel oder eine etwas gröbere Nadel, wo das Abbindegarn durchs Nadelöhr passt. Und jetzt fixiert ihr hier den Schlauchverband in der Mitte mit so 3 bis 4 Stichen. Und verknotet das Ganze dann gut. Und dann könnt ihr das einfach abschneiden. So sieht das jetzt aus. Und jetzt haben wir hier diese beiden Zipfel und die schlagen wir uns jetzt nochmal nach innen ein und stecken uns die mit Stecknadeln aufeinander fest. Und beim Stecken könnt ihr hier die Ecken nochmal so ein bisschen nach innen stopfen. Dadurch wird das nämlich richtig kompakt und fest. Das soll am besten genauso fest werden wie der Kopf. Und wenn das schön gleichmäßig rund geworden ist, dann können wir das zunähen. Und dazu braucht ihr wieder ein Stück Abbindegarn und eure Nadel. Und zwar schließen wir das im Matratzenstich. Das heißt, ich nehme jetzt hier einmal vom Schlauchverband von jeder Seite des Brustteils so ein kleines Stück auf die Nadel und mache mir erstmal einen Knoten. Und dann fange ich an, das hier quasi im Zickzackstich zuzunähen. Das heißt, ich nehme ein bisschen von der einen Seite und dann ein bisschen von der anderen Seite. Und das können ruhig grobe Stiche sein, weil das ist nachher nicht mehr sichtbar. So, und wenn ich jetzt hier am anderen Ende angekommen bin, dann lasse ich den letzten Stich so ein bisschen hängen, dass da so eine Schlaufe entsteht. Mache dann noch einen kleinen Stich und verknote mein Fadenende dann quasi mit dieser Schlaufe. Das ziehe ich wieder schön fest. Und die Fadenenden, die jetzt hier noch raushängen, die könnt ihr einfach mit der Puppennadel in den Brustkorb reinziehen. Das macht man beim Puppenmachen auch immer so, dass man die Fadenenden nicht einfach abschneidet, sondern dass man die im Puppenkörper vernäht. Ja, jetzt ist mein Brustteil fertig zugenäht und jetzt kann ich die Gesichtsproportionen abbinden. Dazu braucht ihr wieder ein circa armlanges Stück Abbindegarn, doppelt gelegt. Und das machen wir wieder mit einem Puppenmacherknoten. Also wir legen das Abbindegarn von hinten nach vorne um den Kopf und verschlingen das vorne einmal. Und bevor ihr das jetzt festzieht, müsst ihr schauen, wie hoch ihr eure Augenlinie ungefähr haben wollt. Also je tiefer man das Garn ansetzt, desto höher ist die Stirn und desto kleiner das Gesicht, desto ausgeprägter das Kindchenschema. Das heißt, desto höher die Stirn ist, desto jünger wirkt die Puppe auch. Und wenn wir es ein bisschen weiter nach oben setzen, wird die Stirn kürzer und der Wangenbereich wird größer und dadurch wirkt die Puppe ein bisschen älter. Es ist ein bisschen auch Geschmackssache und auch Stilsache. Das machen unterschiedliche Puppenmacher, machen das auch immer unterschiedlich. Aber wir machen jetzt ja eine Babypuppe und bei Babypuppen setze ich das immer so ein Stück oberhalb der Mitte an. Jetzt ziehe ich das hier fest, drehe das Ganze um, verschlinge das Garn noch einmal und ziehe jetzt richtig fest. Und bevor ich verknote, gucke ich nochmal, ob das auch wirklich gerade ist, aber das sieht gerade aus.
Und jetzt kann ich hier meinen Knoten machen. So, jetzt brauchen wir ein zweites Stück Abbindegarn. Und dieses sollte noch ein bisschen länger sein, also vielleicht so 1,5 mal Armlänge. Und das setzen wir jetzt oben auf dem Scheitelpunkt der Puppe an und verschlingen das hier einmal unten unterm Kinn. Zieht es fest und überprüft einmal, ob es wirklich hier in der Mitte sitzt, also quasi auf Höhe der Ohren etwa lang läuft. Und dann verschlingt ihr noch einmal oben über dem Kopf. Und zieht fest. Und macht auch hier wieder einen Knoten. So, jetzt ist das hier so ein bisschen wulstig, das kann man so zur Seite drücken, so dass die Stelle, wo die beiden Abbindefäden sich überkreuzen, frei liegt, denn die fixieren wir uns als nächstes, damit es hier auch nichts mehr verrutschen kann. So, wenn ihr jetzt seht, das ist jetzt doch irgendwie ein bisschen schief, also irgendwie ein bisschen gekippt, dann könnt ihr da nochmal mit der Häkelnadel drunter gehen. Und zwar hakt ihr da einfach drunter und dann habt ihr die Möglichkeit, den Faden nochmal so ein bisschen nach oben oder unten zu korrigieren. Zu viel geht es nicht, weil die Wolle dann mit verdrängt wird und dann ja, sind die Wangen irgendwann unterschiedlich dick, aber so, ja, so 2-3 mm kann man dann noch korrigieren, dann kann man das so einfach ein bisschen nach oben oder nach unten ziehen. Gut, jetzt habt ihr hier oben ganz viel Faden noch hängen und dann nehme ich mir den, der nicht offen ist, also der so eine Schlaufe hat, und schneide den auf der einen Seite nahe des Kopfes ab und die andere Seite nehme ich mir auf die Nadel, und zwar auf die Puppennadel. Das heißt, jetzt braucht ihr eure Puppennadel. So, und jetzt gehe ich hier in der Mitte des Kopfes rein und steche hier schräg durch den oberen Kopfteil durch, so dass ich hier direkt neben meinem Abbindefadenkreuz rauskomme. Und jetzt gehe ich auf der anderen Seite des Kreuzes, also einmal schräg über das Kreuz drüber, gehe ich hier wieder rein und steche einmal durch den Kopf durch, so dass ich hier auch wieder auf einer Seite des Kreuzes herauskomme. Auf welcher ist egal. Und jetzt mache ich einen Stich schräg über das Kreuz drüber und gehe wieder auf die andere Seite und schaue, dass ich hier jetzt auf einer Seite herauskomme, wo ich noch nicht war. Also jetzt habe ich eben so genäht und jetzt will ich so nähen. Das heißt, ich komme jetzt hier auf dieser Seite heraus und steche hier wieder ein auf der gegenüberliegenden Seite. Gehe wieder zurück und schaue jetzt hier auch, dass ich wieder da rauskomme, wo ich noch nicht gewesen bin eben. Und den letzten Stich mache ich wieder hier schräg rüber. Jetzt habe ich beide Seiten einmal x-förmig fixiert und jetzt gehe ich wieder hier nach oben zu meinem Ausgangspunkt, ziehe fest und kann jetzt hier mit einem dieser Fäden, die vorher schon überhing, das verknoten. So, jetzt habe ich die beiden Seiten fixiert, da verrutscht jetzt nichts mehr. Und jetzt nehme ich alle Fäden, die hier oben noch überhängen, nacheinander auf die Puppennadel und ziehe die in den Kopf rein. So, jetzt habe ich meine Fäden vernäht und jetzt nehme ich wieder meine Häkelnadel und gehe hier unter den hinteren Faden und den ziehe ich mir jetzt hier runter in den Nacken. Und dazu gehe ich hier immer so hin und her und schaue, dass er immer weiter nach unten rutscht, bis er auf den Abbindefaden des Halses trifft. Jetzt seht ihr schon, jetzt habe ich einen richtig schönen Puppenhinterkopf hier.
nach unten. Genau, und hier nehme ich jetzt wieder den überhängenden Faden auf die Nadel, beziehungsweise einen davon, und gehe hier einmal in den Nacken rein, einmal hier vorne wieder raus, unterhalb des Halsabbindefadens und gehe dann oberhalb des Kinnabbindefadens wieder zurück, sodass die beiden Fäden hier unten auch fixiert sind. Und schaue, dass ich hier unten rauskomme. Und dann verknote ich den nochmal mit einem von meinen Fadenenden, die hinten im Nacken überhängen. So, und jetzt kann ich auch hier alle Fäden nacheinander in den Brustkorb der Puppe ziehen und dann abschneiden. So, und jetzt ist der Puppenkopf fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert gerne meinen Kanal. Ich poste jede Woche ein neues Video rund ums Puppenmachen.